Hallo, meine Freunde der gepflegten Bastelei. Heute gibt es mal ein kurzes Video zu den grundsätzlichen Unterschieden zwischen dem neuen und dem alten Cobra Cast. Der alte Cobra Cast ist ja gerne für viele Sachen genutzt worden, wie zum Beispiel Geweihabformungen, Krägen, Masken, Hüte etc., weil der so schön formstabil ist. Hier zum Beispiel wie diese Maske, die ich aber schon aus dem neuen Cobra Cast gemacht habe. Leider wurde die Produktion eingestellt und so mussten wir ein eigenes Produkt entwickeln. Das ist jetzt der neue Cobra Cast. Grundsätzlich gleich, es ist beides ein Gewirke bzw. Gewebe mit einem Thermoplast drauf, das heißt auch thermoplastisch zu verarbeiten, aber ist sehr dehnfähig und durch das Gewebe sehr formstabil. Man kann auch durchnähen zum Beispiel, den neuen kann man auch tief ziehen im Gegensatz zum alten, weil der alte halt diese Poren hat. Sieht man hier ganz gut. Diese Poren bekommt man aber auch beim neuen Cobra Cast hin, wenn man ihn schön ausdehnt und dann mal mit dem Finger drüber geht. Das zeige ich euch gleich aber auch mal kurz. Der neue Cobra Cast ist etwas dünner als der alte. Das heißt, wenn man eine Lage vom neuen Cobra Cast benutzt, ist es etwas weniger stabil als mit dem alten. Nimmt man aber 2 Lagen vom neuen Cobra Cast, ist es stabiler als 2 Lagen vom alten. Also je nachdem, was man machen will, hat man einen Vor- und Nachteil. Dafür ist es auch um einiges leichter und schon geschlossen von der Oberfläche, wenn man es nicht porig haben möchte. Das heißt, man musste bei dem alten Cobra Cast mehr kaschieren, also mehr Leim und Papier benutzen, um es glatt zu bekommen. Da braucht man natürlich bei dem neuen viel weniger. Die Aktivierungstemperatur von den beiden ist aber gleich. Also es fängt relativ früh an weich zu werden, weil das Material auch keinen Füllstoff hat, wie bei dem Warblers Finest Art zum Beispiel das Holz innen drin. Das heißt, es nimmt die Wärme viel schneller auf. Man kann es auch im Wasser wunderbar erhitzen, nur bei dem neuen ist das Problem, der klebt an sich extrem. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass es auch im Wasser nicht überlappt, weil beim alten war das kein Problem, wenn es im Wasser aneinander gekommen ist, den wieder auseinanderzuziehen. Das ist bei dem neuen etwas schwieriger. Das heißt, da am besten direkt so festhalten, dass es halt nicht zusammenschrumpfen kann. Oder mit einem Heißluftgerät arbeiten, das geht natürlich auch. Man kann den neuen Cobra Cast natürlich auch zwischen Stoff bügeln, genau wie den alten. Das zeige ich euch dann im Einführungsvideo. Aber jetzt zeige ich euch mal kurz, wie sie sich bei der Aktivierung verhalten. Wie ihr gesehen habt, bei dem alten war immer das Problem, dass er sich von selbst ein wenig zusammengezogen hat. Das heißt, man musste immer was drauflegen, dass er sich nicht zusammenzieht. Das ist beim neuen nicht so. So, das Problem hatte man beim alten Cobra Cast auch ein bisschen, dass der Kunststoff sehr gern an anderen Oberflächen geklebt hat. Das ist bei dem neuen auch nicht mehr so problematisch. Und so habe ich auch wieder die grobe Porung, die auch offen ist, durch die man durchatmen und durchsehen kann, wenn man möchte. Ansonsten kann ich es auch so verarbeiten, dass es noch schön geschlossen bleibt. Dadurch, dass man beim Erhitzen und beim Verarbeiten den Kunststoff noch mal ein bisschen mehr ins Gewebe hineinknetet, ist es aber trotzdem nicht wesentlich instabiler, auch wenn es grobmaschiger ist. Ansonsten, wenn man die groben Maschen haben möchte und es ein bisschen stabiler sein soll, legt man noch mal eine zweite Schicht drüber, die man vorher auch ausgedehnt hat, und dann ist es auch wieder super stabil. Die Poren beim neuen Cobra Cast ist etwas gleichmäßiger als beim alten und so kann man die auch schön benutzen, um eine Struktur wie Carbon zum Beispiel herzustellen. Das heißt, man kann die auch einfach anmalen und durchsichtig lassen und hat dann so eine etwas futuristische Struktur. Der neue sowie der alte Cobra Cast haben beide das Verhalten, dass sie sich beim nochmaligen Erwärmen wieder etwas zusammenziehen. Das heißt, da muss man dann immer ein bisschen fixieren, wenn man das mal nachträglich erhitzen möchte. Wie man gerade gesehen hat, ist das bei dem neuen Cobra Cast etwas stärker. Da die Dehnfähigkeit bei dem Gewebe auch höher ist, zieht es sich auch ein bisschen mehr zusammen. Die Klebeigenschaften von den Materialien sind beide gleich. Wie gesagt, der alte klebt ein bisschen mehr an Oberflächen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Silikonform machen will mit dem neuen Cobra Cast, also in eine Silikonform reinarbeiten möchte, nimmt man am besten 2 Lagen. Da habe ich festgestellt, das klebt dann besser drin, beziehungsweise hält besser die Form. Aber ansonsten klebt er auch super an
den Oberflächen wie Stoff etc. Hier habe ich so eine Silikonform zum Beispiel. Die ist eigentlich ein bisschen wabbelig, deswegen ist sie natürlich mit Gips ein bisschen verstärkt. Könnte man auch den Cobra Cast für nehmen, wenn man viele Reste hat. Und darin habe ich einmal mit dem alten und einmal mit dem neuen Cobra Cast eine Form gemacht. Mit dem neuen habe ich direkt 2 Lagen genommen. Also nicht an allen Stellen, aber an vielen, damit es halt besser die Form hält und besser in der Silikonform hält. Und beim alten Cobra Cast ging es aber meistens mit einer Lage. Allerdings ist der dann natürlich ein bisschen anfälliger im Nachhinein. Je nachdem, was man bauen möchte. Das ist natürlich für Innenausstattung zum Beispiel oder für Requisiten. Das soll sowieso ein bisschen stabiler sein und wird dann auch mal mit Papier kaschiert. Ich hätte hier bei dem neuen Cobra Cast, wenn ich 2 Lagen genommen habe, etwas fester drücken sollen in die Form rein. Dann wäre hier die Überlappung ein bisschen schöner ineinander verknetet worden. Dadurch, dass die Oberfläche beim neuen Cobra Cast noch geschlossen ist, kann man ihn auch ein gewisses Maß tief ziehen. Das zeige ich euch dann auch noch im Einführungsvideo. So, das sind so die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem neuen und dem alten Cobra Cast. Die Bohrung ist ein bisschen anders. Es ist ein bisschen dünner, das heißt, man kann auch mit einer Schicht und Papierkaschur eine schöne, stabile, sehr, sehr leichte Maske herstellen. Man kann es aber auch für Kopfputz benutzen oder für Hüte, Requisiten etc. Aber das zeige ich euch auch nochmal ein bisschen mehr im Einführungsvideo oder im Gipsmaskenvideo. Also, schaut rein!